Ich bin der Wassermann und ich reiche dir das Wasser des Friedens. Mögest du in diesem Film das finden, wonach du begehrst, und die Liebe, die du dir bisher verwehrst. Vielleicht ist es hilfreich, diesen Film mehrmals mit einem offenen Herzen zu schauen. Ein kleiner Spalt ist ausreichend, damit das Licht der Neugier hineinschimmert und dich mit der Liebe des unendlichen Kosmos verbindet. Können Sie alle Fragen beantworten, vor der die moderne Wissenschaft steht? Mag sein, jedenfalls viele. Aber jeder Wissenschaftler, ja jeder Mensch kann Antworten auf diese Fragen bekommen. Entscheidend ist dabei die Reinheit der Gedanken und Absichten. Es war einmal eine Frau in der sibirischen Taiga. Sie verliebte sich in einen russischen Unternehmer, der ihre Geschichte in einem Buch verfasste. Die Geschichte war es wert, in ganze 10 Bücher niedergeschrieben zu werden. Ich habe so viel Wahrheit darin erkannt, dass ich dich mit diesem Film in eines dieser Themen mitnehmen möchte. Anastasia, die Frau aus der Taiga, sprach über die ursprüngliche Funktion von Dolmen. Wir nennen sie auch Riesen- oder Megalithgräber. Nach kurzer Recherche fand ich gleich 3 in meiner Umgebung hier in Brandenburg. Und so fuhr ich los, ohne zu ahnen, was unsere Ahnen für mich bereit hielten. Ich habe nie viele Bücher gelesen. Bildern und Klängen kann ich besser folgen. Vielleicht, weil ich sie auch in mir finde. Vor allem hier draußen. Klänge und Bilder der Seele, die meine Kamera und meinen Körper dafür nutzt, euch diese Bilder zu schicken. Bilder der Natürlichkeit und Klänge, die viele Menschen hinter Betonmauern und alten Glaubenssätzen gefangen längst vergessen haben.
Was aber hat es nun mit den Dolmen auf sich? Kurz gesagt, erinner dich an das Leben, als es noch geliebt wurde. Wenn ein weiser Mensch dem Sterben nah oder sein Wissen wert zu hüten war, er bei seinem Stamm nach Erlaubnis bat und bei einem Ja in den Dolmen trat. Wenn der Deckstein hinaufgelegt, alle Sinne wie fortgefegt, keine Angst, sondern Liebe ist, was sie dort drin verspürten. Vollkommen eins mit der Natur, gaben sie preis ihr Wissensbuch. Mit dem Kosmos auf ewig verbunden, nach Äonen nun von Maria entbunden.
Unter sensorischer Deprivation verstehen wir heute, in welch einem Zustand sich unsere Urväter und Urmütter damals vor vielen tausend Jahren in den Dolmen befanden. Abgeschnitten von allen äußeren Einflüssen bringt solch ein Zustand zweifellos bewusstseinserweiternde Ereignisse hervor. Wenn wir uns einmal bewusst machen, dass alles um uns herum einen Reiz auf uns ausübt, egal ob wir nun mehr oder weniger darauf reagieren, müssen wir all diese Reize verarbeiten und filtern. Und das ist in einer schnelllebigen Zeit wie heute wohl schwerer denn je. Beobachten, bewusst werden, bei Bedarf verändern. Dieses Schema hat mich hierher gebracht. Ich beobachte, mache mir bewusst, was ist, und bei Bedarf verändere ich es. Aber warum haben sich unsere Ahnen hier kurz vor dem Tod von allen Reizen abschotten lassen? Kurz gesagt, erinner dich. Erinner dich an das Leben, als es noch geliebt wurde. Einst in der Macht verbunden, in Natur die Kraft gefunden, klar und rein den Geist gebunden, bis Gedanken lichter wurden. Dieser Dolmen, mitten zwischen all den Bäumen, hat mich am meisten inspiriert. Während meiner Meditation hatte ich das Gefühl, wirklich verbunden zu sein. Anastasia erzählte, dass unsere Urmütter und Urväter sich in die Dolmen begaben, um ihr Wissen an uns weiterzugeben. Damals, vor vielen tausend Jahren, bemerkten die Menschen, dass ihre Verbindung zur Natur und damit ihre einstigen schöpferischen Fähigkeiten immer mehr
verloren gingen. Sie gaben also ihr Leben, um uns mit ihrer Weisheit und der Verbindung zur Natur zusammenzubringen. Und so überdauerten diese Dolmen Jahrtausende, ohne einen Besucher, der sie würdigte und ihren wahren Zweck verstand. Und so bitte ich dich, verbinde dich mit dem, was du wirklich bist. Du kannst es spüren, wenn deine Seele lacht, dann strahlt alles aus dir und um dich herum. Nutzen wir dieses großartige Geschenk unserer Ahnen, welches wohl einzigartig in seiner Existenz ist. Danke, dass ihr euer Leben für solch einen Zweck gegeben habt. Drum begrüße ich euch und jeden, der versteht, tief im Herzen verbunden zu sein. So haben mich diese 3 Dolmen schlussendlich zu diesem Film gebracht. Ein Ausdruck meines jetzigen Zustandes. Danke. Ich werde das Wissen und meine Erfahrungen mit auf meine weiteren Expeditionen mitnehmen. Drum, dass auch ich einen Teil zu einer liebevolleren Welt beitragen kann.